Die ersten schönen Frühlingstage hier auf unserem Hof in Norwegen. Bis zu 18, 19 Grad, ein paar Tage lang, doch nachts immer noch Frost. Und sobald die Sonne weg ist, gibt es auch nur noch 0 bis 5 Grad. Die Sonne hat nun also schon Kraft und ich hoffe, dass sie den Winter bald endgültig vertreibt. Die Gartensaison nähert sich endlich. Das kribbelt schon in den Händen. Ich möchte in der Erde buddeln, ich möchte direkt Saaten machen, aber das dauert noch ein bisschen. Ende April ist jetzt hier gerade und ja, Norwegen, ja, das geht natürlich nicht so schnell. Ich muss noch ein bisschen warten, bevor ich hier draußen was machen kann. Aber ich kann schon ansehen drin und das mache ich natürlich. Und ich mache hier weiter Unkraut und dünge immer so ein bisschen täglich, ein bisschen so nach meinem Takt, wie ich das so schaffe. Überall gräbt sich ein bisschen was nach vorne, nach oben und blüht. Man liest und hört ja immer wieder, dass man Kürbispflanzen nicht vereinzeln soll. Sie würden eingehen. Ich mache das schon jahrelang ohne Probleme, wie ihr hier sehen könnt. Und auch hier am Resultat aus einem vergangenen Jahr. Ein wenig Wurzelballen sollte aber schon dranbleiben, das ist von Vorteil. Auseinanderfallen, so wie bei diesem einen hier, sollte der Ballen möglichst nicht. So, bei dem hier ist es nicht sicher, dass der das schafft, weil nämlich Kürbisse mit dem ganzen Ballen umgepflanzt werden. Und ich pflanze sie aber trotzdem ein und gucke mal, was passiert. Und damit ich weiß, welcher das ist, um zu testen, packe ich da einen Stein mit rein. So, jetzt muss ich das noch gießen, aber das sieht schon gut aus. Leider hatte ich so viel, also ist wirklich jede einzelne einzelne Saatkorn aufgegangen. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe jetzt so viel, dass ich die auch noch in ein paar kleinere Töpfe machen musste. Ich habe sonst nur noch so furchtbar riesige Töpfe und ich muss das ja jetzt immer rein und raus tragen, denn wenn das so schönes Wetter ist wie heute und auch so schön warm, dann kann ich die draußen haben, in der Sonne, und dann hole ich das abends alles wieder rein. Ja, mal schauen. Ja, und mehr Erde muss ich auch holen. Beide Eimer sind aber draufgegangen. Dafür muss ich dann darunter wandern. Ja, das filme ich aber nicht, denn da sind die Pferde und noch Odin und dann, ich habe Angst um meine Kamera. In meinem letzten Video auf meinem zweiten Kanal, der heißt Weg ins Glück, dort ging es das letzte Mal um das über sich selbst lachen können. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. So, jetzt habe ich die Kürbisse und die Paprika umgetopft. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache.
Ein bisschen windig ist das heute. Aber heute ist der erste Tag, wo das Eis komplett weg ist vom See. Also gestern war da noch ordentlich was drauf, es hat getaut. Und es ist auch der erste Tag, wo man mit ein bisschen gutem Willen einen Schimmer von Grün in der Pferdeweide erkennen kann. Der Frühling kommt. Wenn man da unten guckt, da wo das gemäht war, da sieht man den Schimmergrün schon etwas besser, denn da ist kein Gras mehr, also kein gelbes Gras mehr oben drauf. So, jetzt kann der Frühling kommen. Den Kopf wieder da rausnehmen und geht das mit. Ich habe von meinen Nachbarn jede Menge Späne bekommen. Die haben ja Holz gemacht. Und hier oben auf ist die auch schon schön trocken. So, die kann ich schon in Tüten verpacken. Und dann habe ich hier auch noch eine Schaufel voll trockener Späne bekommen. Die ist allerdings ein bisschen versetzt mit ein bisschen Gruscht. Da muss ich ein bisschen was rausholen. Aber das Trockene, das werde ich jetzt schon mal in Tüten packen und reinstellen, bevor es regnet. Wunderschönes Frühlingswetter. Das ist noch richtig kühl, aber das liegt so eine Duft von Frühling in der Luft. Es ist einfach total schön. Der Sonne. Da rangeln sie, die zwei. Das hier ist meine Sommermistgabel. Da kann man wunderbar im Gras mit den Pferdemist aufsammeln, also reinhaken. Das geht mit der normalen Forke nicht so gut. So ein klein bisschen Grün wächst hier jetzt schon hoch dazwischen im gelben Gras. Und die Pferde, zumindest die Älteren, sind die ganze Zeit am Fressen. Da oben ist die Raufe und hier haben sie irgendwie jede Menge Heu runtergewuselt. Und hier
Unten haben sie zusätzlich im Winter eine Ecke gehabt, wo sie immer hinmachen. Und da kann ich jetzt ordentlich Mist für meinen Kartoffelacker holen. Denn im Winter ließ sich da nichts wegmachen. Ich habe da oben, wo sie immer sind, immer schön sauber gemacht und im Stall. Und der Rest muss im Winter dann warten. Das ist so. Na, Mikro, ist ja spannend. Und das hat noch mal einen Besuch jetzt. Bist du hier bei meiner Kamera reingegangen, ne? Du Schlumpf, du. Ja. Das hat noch mal. Wenn du hier wackelst da unten, dann wackelt das Bild. Ja. Der knabbert an meinem Gestell rum, weil die Kamera noch am Gestell hängt. Scheiße. Und ich nehme die Kamera mal raus und zeige euch das. Da knabbert er an meinem Gestell und hält das fest. Also, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Das hat heute Nacht wieder ein bisschen gefroren. Nicht knabbern. Moment, so. Also, das hat heute Nacht ein bisschen gefroren, denn das war ja schon komplett eisfrei. Aber das taut heute bestimmt tagsüber wieder weg. Ja, wie man hier sehen kann, mein Kartoffelacker, die Hälfte ungefähr habe ich gedüngt, jeden Tag. Ja, früher haben sie mehr da oben rumgeschissen, da habe ich dann jeden Tag 4 Eimer hergebracht und jetzt jeden Tag 2. Denn jetzt sind sie mehr auf der Weide. Ja, und so nach und nach ist der dann komplett fertig gedüngt. Ich habe damit, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich hier den Berg hoch und runter gelaufen bin. Ich muss ja dann immer die Kamera mitnehmen, nach unten bringen, wieder hochlaufen, die anderen Sachen holen und hin und her. So, ich bin jetzt schon ein paar Mal den Berg rauf und runter gedüst, um für euch zu filmen. Aber angefangen hatte ich ganz da oben mit dem Gemüsegarten. So, den habe ich den Winter über gedüngt. Und jetzt ist der Kartoffelacker halt dran. Und ja, irgendwann ist auch der fertig, wenn ich dann Kartoffel setzen kann. Und hier habe ich die Beete schon komplett fertig. Da ist noch ein kleines bisschen, wo noch nicht gedüngt ist. Da. Das Gras dazwischen, das sind meine kleinen Wege. Jo, und sonst muss ich da hinten weitermachen. Das ist der Vlies vom letzten Jahr, der war festgefroren. Genauso wie die Plastikplanen. Das ging dann plötzlich so schnell. Aber das macht halt auch nichts, also das war dann festgefroren und benutze ich jetzt sowieso demnächst wieder, dann ist es halt schon hier. Aber der Vlies, der muss jetzt erstmal weg, damit ich hier die Reihen Unkraut fertig machen kann. Denn das ist die letzte Reihe, die ich fertig habe. Und jetzt geht's halt weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen noch. Und noch eine Reihe geschafft. Und dann noch hier noch weiter. Aber nicht heute. Da kommt jemand und geht da spazieren. Das geht ja gar nicht, sagt Odin. Mein Stromzaun hier funktioniert übrigens. Ja, noch
ist da keiner wieder mit dem Hals rübergegangen. Das Musikstück, das dieses Video hier begleitet, heißt Elfe Linnea. Ich habe es vor einiger Zeit für meine kleine Nichte Linnea geschrieben. Und zwar habe ich in meiner Jori der kleine Troll Kinderbuchserie die kleine Elfe Linnea auftauchen lassen für sie. Und dann hatte ich dieses Stück geschrieben. Jetzt habe ich es auf Harfe eingeübt und eingespielt und jetzt gibt es hier für euch. Zu kaufen gibt es dieses Stück noch nicht, denn ich arbeite an einem neuen Album, aber also dann muss ich noch ein paar Stücke dazu machen. Aber meine andere Musik, die ich in meinen Videos habe, die könnt ihr in meinen Alben auf Bandcamp erwerben unter meinem Künstlernamen Marit Rolfsdatter, findet ihr mich dort. Und ein neues Stein-Sand-Bild habe ich auch fertig. Und 2 Wochen später sehen meine Kürbisse dann auch schon ganz brauchbar aus. Hier sind meine Kürbisse. Und wie man sehen kann, sind die zweiten Blätter ein kleines wenig gelb geworden. Und das kann mehrere Gründe haben. Einmal kann es ein bisschen zu feucht gewesen sein, das ist möglich, ich habe es ziemlich gut gemeint. Der andere ist, dass die mehr Dünger brauchen und das ist jetzt auch so. Also ich werde jetzt düngen, das mache ich immer um diese Zeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die beim Umtopfen ja, ein klein bisschen Stress gehabt haben. Und es kann aber auch einfach ein bisschen von allem sein. Das kenne ich schon, das ist jedes Jahr so. Ich habe Pferdemist im Eimer reingeholt. Da werde ich jetzt noch ein bisschen Wasser raufgießen. Und dann werde ich das einfach ein bisschen vermengen. Und fertig ist mein Dünger. Das kann ja nicht schmecken. So, hier kann man das sehen. Ich habe darauf geachtet, obwohl Pferdemist ja nicht scharf ist, achte ich darauf, dass die Pflanzen nicht berührt werden. Aber hier an einer Stelle ist mir was drauf getropft, das werde ich noch absprühen. Aber sonst sieht das ganz gut aus. Und gießen werde ich jetzt auch nur noch mit ganz verdünnten Pferdemist, also richtig verdünnten. Und dann werden wir sehen, wie sich das so entwickelt mit meinen Kürbissen hier. Ich war im Gartencenter und habe mir Spargel gekauft. Ich habe ja letztes Jahr ganz frischen Spargel gesetzt, ein neues Beet, als wir hergezogen sind. Und ich wollte noch ein bisschen mehr haben. Und ja, auf jeden Fall ist das jetzt ein Zweijähriger, also der ist im 2. Jahr, das heißt, er passt zu dem anderen dazu. Und dann habe ich ein kleines bisschen hier entdeckt, Süßkartoffeln schon vorgezogen. Ich habe sie einfach mal mitgenommen. Ich bin ja normalerweise so, dass ich immer alles selber vorziehe, aber ich habe Süßkartoffeln hier gar nicht eingeplant, denn das ist hier überhaupt nicht warm genug. Aber ich dachte, ich setze die einfach mal ins Gewächshaus später und gucke dann mal. Das Gewächshaus werde ich demnächst aufbauen, das heißt die Plane drüber machen. Und bei dem großen Gewächshaus da hinten, da muss ich noch ein paar Verstrebungen reinmachen. Das muss ich erst noch besorgen und dann werde ich das dieses Jahr auch erstmal nur mit Plane machen.
Geplant ist das irgendwann, dass das ein richtiges Gewächshaus wird aus alten Fenstern mit einem vernünftigen Dach. Aber eins nach dem anderen, dieses Jahr klappt das noch nicht. Heute Morgen, 29. April, ich bin zum Schneesturm aufgewacht. Da hatte ich aber keine Lust zu filmen. Aber ja, es taut wieder. Aber wie man sehen kann, noch kann man hier nicht anfangen, draußen anzusehen. Aber bald, hoffe ich. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und vielen Dank fürs Zuschauen.